damit herzlich willkommen zurück zu 911 Skills. Heute fahren wir endlich mal den neuen Panamera, das Facelift vom 971er. Heute mal in der neuen Variante, die es vorher noch nicht gab, als Panamera 4S E-Hybrid. Irgendwie, es kommt ein bisschen besonders vor. Ja, also das ist ja auch, sieht man nicht so häufig wie in der S-Klasse zum Beispiel. Ja, 190, da war einen richtigen Kick nach hinten rein. Oh. Wie viele Modelle baust du im Jahr so um? Unterschiedlich natürlich, aber dieses Jahr werden es so um die 50 Modelle tatsächlich sein. Ja. Was hast du? Ja, guten Morgen zusammen. Wir haben hier heute den neuen Porsche Panamera 4S E-Hybrid am Start. Das Fahrzeug ist ganz neu am Markt. Unser Vorführwagen in tiefschwarz Metallic. Wie Michael das kennt, wir haben das Fahrzeug mal wieder komplett in schwarz-schwarz ausgestattet. Das geht immer. Wieder Cayenne GTS. Genau. Richtig böse aus. Ja, definitiv. Und was ich euch zeigen wollte, sind unter anderem die neuen Turbo Design Räder. Das nennt sich Turbo Design Rad 2. Die sind innen etwas grau und außen in Silber. Ist eine ganz neue Optik und passt auch wieder super zum Fahrzeug. Wir haben hier 560 PS am Start. Das sind reine 136 PS aus dem E-Motor und damit erreicht das Fahrzeug sogar die 0,5% Versteuerung, was ja für Gewerbekunden super interessant ist. Ja, krass, mit 560 PS, dann ist er so schnell wie der Vor-Facelift Turbo. Ja, definitiv. Also der hat richtig was unter der Haube und macht super viel Spaß. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wir haben hier im Innenraum wieder das super schöne schwarze Glattleder gewählt. Das heißt, der ist oben überall beledert. Er hat auch unter anderem die Porsche-Wappen in den Kopfstützen, was finde ich auch gar nicht fehlen darf. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fahrzeug. Da sind wir im neuen Panamera, beziehungsweise Facelift, das ist ja kein richtig neuer. Aber dieser Panamera ist natürlich richtig neu in einer Leistungsstufe, wie es sie beim Vor-Facelift das noch nicht gab. Ich habe das schon mal in der Panamera GTS Review gesagt, vom Vorgänger. Dieses Konzept ist einfach mega geil. Ich mag das so sehr. Dieses viersitzige Luxus-Sportwägelchen, sag ich mal. 80% Sportlichkeit, 100% Luxus, 90% Komfort. Ich finde das einfach so geil und die Hybride sind einfach noch so viel witziger. Und es ist jetzt der zweite Hybrid Panamera, den ich jetzt mal gefahren bin. Der erste Porsche, den ich mal selbst gefahren bin, war der Panamera Turbo SE Hybrid. Der war natürlich mega krass, also besonders so vor 2 Jahren war das ja das Nonplusultra, was Porsche zu bieten hatte. Und der hier ist auch sehr ähnlich. 136 PS hört sich vielleicht wenig an, aber es ist tatsächlich mehr als genug, so bis 70 km/h. Man ist immer sehr, sehr zügig am Anfahren, wirklich. Und die Effizienz im Stadtverkehr ist natürlich genial, also Verbrenner springt eigentlich nie an. Ne? Und jetzt hier mit der neuen Batterie, die ist ein bisschen größer, kommt man noch ein bisschen weiter. So knappe 50 Kilometer sind, glaube ich, möglich. Panamera ist natürlich krass jetzt. Mit dem Facelift gibt es noch mal wieder mehr Varianten. Also wer sich beim Panamera so ein bisschen verloren fühlt zwischen den ganzen Motorvarianten und Aufbauvarianten, ja, ich bin auch ein bisschen immer wieder erschlagen, wenn man so im Konfigurator guckt, wie viele Varianten es gibt. Also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. 3 verschiedene Karosserievarianten. Hier den normalen Panamera, dann den Sport Turismo und dann ja auch noch die Langversion, den Executive. Dann natürlich die verschiedenen Antriebe. Das heißt, wir haben einmal noch einen Panamera mit Hinterradantrieb, den ganz kleinen, der heißt einfach nur Panamera. Sonst natürlich alle Allrad und dann natürlich als Hybrid oder normal. Ja. Es gibt den mit dem V6 oder V8 und da gibt es den kleinen mit 330 PS, dann gibt es den S mit 440 PS, dann gibt es den GTS mit 460 PS V8, Turbo S, irre. Und dann noch alles mit verschiedenen Hybridvarianten. Also da muss man schon wirklich
ein bisschen nachdenken, welchen Panamera man wählt. Hier haben wir jetzt den S als Hybrid. Also Panamera 4S, das heißt 2,9 Liter Twin Turbo V6. Kennt ihr vielleicht auch aus der Macan Turbo und Cayenne S Review. Plus nochmal Elektromotor und deswegen 560 PS. Aber es ist schnell. Man bedenkt, vor dem Facelift hatte der Turbo 550 PS. Jetzt hier der 4S E-Hybrid hat 560 PS. Also im Prinzip dieselbe Leistung. Nur natürlich hier mit einer Effizienz, an die ein normaler reiner Verbrenner nicht rankommt. Also das ist halt echt ein geiles Teil. Und Panamera, ich weiß nicht, ich sitze wieder in diesem Auto und ich finde es einfach so cool. Ich weiß nicht, was ich mit Panameras am Hut habe, aber ich finde es so viel cooler als ein SUV. Und es fährt sich einfach so gut. Der Sitz, den kann man so weit runter machen, die Neigung ein bisschen nach oben, Lenkradposition perfekt. Es fühlt sich so sportlich an. Einer der wenigen Porsches, wo ich sage, der ist cooler als ein Panamera, war der Carrera 4 GTS, den ich gefahren war. Taycan lasse ich mal außen vor, das ist einfach nochmal eine ganz andere Liga-Fahrzeug. Also der Carrera 4 GTS, der war wirklich krass. Und für mich wäre es halt nur so, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen den beiden, ich bräuchte halt nochmal 2 richtige Rücksitze. Wenn ich die Familie besuche, da ist kein Auto vorhanden, dann will ich natürlich nicht zweimal fahren müssen. Das ist so eine ganz einfache, praktische Sache für mich. Ja, ist halt 80% Feeling wie bei einem 11er. Klar, nicht dieses mega super sportliche, aber halt 80% sportlich und mir reicht es persönlich und das ist einfach so luxuriös und es sieht so gut aus. Ich finde das Ding so geil. Aber ich komme schon wieder in Schwärmen. Wir suchen jetzt ja mal einen Fleck und dann zeige ich euch den neuen Panamera, das Facelift, mal in Ruhe, was die Kleinigkeiten sind, die sie verändert haben. Und da haben wir ihn in tiefschwarz Metallic, also auch selbe Farbe wie auf dem Cayenne GTS. Und sonst, also äußerlich hat sich beim Facelift wirklich nicht viel großartig verändert. Und auch im Interieur, ich sagte schon, es ist wirklich ein sehr leichtes Facelift, aber der Vor-Facelift Panamera, der sah ja auch schon krass aus. Eine kleine Veränderung, die wir hier haben, ist hier unten die Stoßstange, die Blende vorne. Die sieht jetzt sehr ähnlich aus wie früher das Sport-Design-Paket und das ist jetzt so Standard. Scheinwerfer sehen immer noch gleich aus. Hier auch die Matrix-LED-Scheinwerfer mit PDLS Plus. Das ist schon wirklich ein schicker Anblick, dieses Auto. Räder, die Turbo-Design-Räder sehen jetzt ein bisschen anders aus. Neues Design, finde ich, sehen ganz cool aus. Dahinter Acid Green, Bremssättel, natürlich wie das beim Hybrid ist. Wir kennen das seit dem 918 Spider. Und auch hier der neueste Panamera führt das hier fort. Und ja, das Hybridsystem, finde ich, passt irre gut zum Panamera. Auch beim Cayenne muss ich immer sagen, Hybrid finde ich wirklich cool. Größte Veränderung, Exterieur, ist jetzt das Leuchtband. Das geht jetzt komplett durch. Wer sich genau erinnert, beim Vor-Facelift, da war da so eine kleine Lücke, weil das nicht ganz durchging, das Leuchtband. Jetzt geht es komplett durch. Sieht, finde ich, sehr ähnlich aus wie beim Macan. Ach, sonst hier unten haben wir schwarze Sport-Endrohre, 4 an der Zahl. Und wir haben auch oben ein Panoramadach. Das sind sogar 2 einzelne. Das zeige ich euch gleich im Interieur. Hier rechte Seite kommt das Benzin rein, auf der anderen Seite kommt der Strom rein. Heckklappe beim Panamera ist natürlich elektrisch, wie es sich gehört. Klar, ein bisschen Kram drin, Modellautos von Porsche aus Leipzig. Passt auch tatsächlich eine Menge rein in Panamera. Natürlich die Dachlinie, es ist kein Kombi, da müsste man jetzt den Sport Turismo wählen. Hier haben wir die ganze Kabellage drin in der Tasche und ja, hier so mein Kram. Sonst Exterieur wirklich sehr ähnlich wie beim Vorgänger. Coole Kleinigkeit, die hier der Vorführer hat. Der Vorführer hat Soft-Close-Türen. Das ist wirklich eine feine Sache und es lässt dieses Luxusgefühl beim Panamera einfach nochmal für mich persönlich so ein bisschen höher schlagen. Sonst natürlich auch alles abgedunkelt, also hier die Dachlinien abgedunkelt, hier dieser Luftauslass, dieses Design-Feature ist auch abgedunkelt. Das heißt, hier
Ja, sehr ähnlich wie der Cayenne GTS. Laura sagte es schon, es wird wirklich wieder komplett schwarz. Interieur ist auch komplett schwarz. Hier das Lederpaket Glattleder ist gewählt. Wir haben 14 Wege Komfortsitze, genau wie im Cayenne GTS, aber die sind auch wirklich meine Wahl für so ein Auto. Es ist zwar sportlich, aber die Sitze, die Komfortsitze würde ich trotzdem wählen. Das heißt ja nicht, dass die Sitze nicht genügend Seidenhalt bieten. Das ist vollkommen ausreichend. Ich finde sie einfach noch so ein bisschen bequemer. Da aber auch ganz wichtig, bei Sitzen immer subjektiv. Also wer jetzt sagt, ihm gefallen die 18-Wege-Sitze besser oder andere Sitze, ja, das kann wunderbar sein. Jeder Körper ist anders, deswegen unbedingt ausprobieren, welche Sitze für euch die besten sind. Hier der Panamera hat natürlich auch wieder das Memory-Paket, sogar für die Beifahrerseite. Da hinten sehen wir es, auch dort ein Memory-Paket in 2 verschiedenen Stufen kann man sich das abspeichern. Unten haben wir auch das Bose Soundsystem, auch immer eine gute Wahl. Gerade beim Panamera lohnt sich das auch, wenn man das möchte, das noch bessere, das Burmester auszuwählen. Und hier in der Hybrid-Variante, die ist natürlich noch ein bisschen leiser als der normale. Und ja, man hört wirklich gar nichts, so leise wie im Taycan, wenn der voll elektrisch unterwegs ist, mit diesem kleinen, schönen Electric-Sound. Ja, sonst neu natürlich Sportlenkrad, ich habe schon gesagt, sehr ähnlich jetzt wie im 911er. Hier ist auch das GT-Sportlenkrad ausgewählt. Sonst im Interieur hat sich wirklich nicht großartig was verändert. Der alte war halt schon echt richtig gut. Für mich mit der rosaroten Panamera-Brille. Ich liebe dieses Auto, Leute. Ich kann es echt nicht häufig wiederholen. Mir gefällt es auch besonders hinten im Interieur. Es ist einfach genügend Platz da. Man sitzt da wunderbar bequem. Man hat ja auch dieses riesengroße Touchfeld. Also das ist eine Ecke größer als im Cayenne oder Taycan oder so. Das macht richtig was her. Hinten hier bei dem sogar Sitzheizung verbaut. Machen wir kurz die Zündung an. Memory-Paket merkt sich natürlich, wo ich bin. Hat mir wieder alles richtig eingestellt und gerade die Sitzposition beim Panamera finde ich einfach so genial. Sonst Interieurausstattung haben wir noch Sitzheizung und Sitzbelüftung mit am Start. Und sonst ist das, wie man es kennt, aus dem Vor-Facelift, wobei die Displays haben jetzt eine höhere Auflösung, lässt es einfach dennoch ein bisschen schärfer wirken. Und der hier hat auch ein Head-Up-Display. Das kann man sich auch wieder einstellen, wie ich das in meiner Cayenne S Coupé Review gesagt habe. Der große Orange, ne? Hybrid-spezifisch ist jetzt ja der erste Hybrid hier auf dem Kanal, gibt es dieses Display. Also wir haben einmal die verschiedenen Modes, die können wir auch hier über diesen Mode Selector wählen. Der sieht jetzt genauso aus wie im 992. Kommt in Verbindung mit dem Sport Chrono Paket, aber Sport Chrono Paket haben ja auch alle Hybride Standard. Also können wir hier die verschiedenen Modi wählen. E-Power rein elektrisch, Hybrid kann man Auto lassen, das heißt er macht alles automatisch. E-Hold, das heißt er versucht die Batterie auf demselben Stand zu lassen, oder E-Charge, dann benutzt er den Verbrenner, um die Batterie zu laden. Da habe ich aber mal gemerkt, in einem Cayenne Coupé, in einem Hybrid, das verbraucht wirklich auch ein bisschen mehr Sprit. Also wenn man das nicht unbedingt nutzen möchte, ich sag mal so, die Steckdose ist da die bessere Variante, das Auto zu laden. Und dann haben wir natürlich Sport und Sport Plus. Da geht das Ding hier richtig ab. 560 PS, 3,7 Sekunden auf 100, 298 km/h Topspeed. Wow. Also das ist schon richtig krass. Das ist wirklich schnell, wer den alten Turbo S Panamera E-Hybrid gefahren hat. Ich glaube, die beiden tun sich da nicht viel. Der ist schnell und der hier ist irre. Also über 500 PS ein Auto, das ist halt schon echt eine Ansage. Klar, der wiegt jetzt hier natürlich ein bisschen mehr. Panamera ist ein größeres und schwereres Auto als ein Sportwagen. Ja, abschließend haben wir noch das Panoramadach. Das ist hier zweigeteilt. Also da hinten haben wir eine Seite, die ist zu, und hier haben wir eine, die ist offen. Das kann man hier mit diesen 2 Hebeln auch wählen. Das ist wirklich eine ganz coole Sache. Und natürlich Ambientebeleuchtung hat dieses Fahrzeug auch. Das sind einfach so ein paar Luxus-Features. Ambientebeleuchtung, Soft-Close-Türen. Ich finde, das lässt ein Panamera nochmal wesentlich hochwertiger wirken. Wir gucken mal, was der doch später so auf der Autobahn kann, weil morgen fahre ich nach Stuttgart zum Porsche Museum, treffe auch den Tobias Hintenhaus, zeige euch ein bisschen, was er macht mit seinen personalisierten Modellautos.
ein bisschen Kreativität bei diesem, ja, jetzt schon dunkel, oder? Ja, kann man so sagen. Björn und ich noch die letzte Stunde im Prinzip genutzt, noch einen Spot zu finden, ein paar Bilder hier von dem Panamera zu machen. Ja, und du hattest ja letztens im Prinzip ein sehr ähnliches Auto, Cayenne. Ja, bisschen höher. Der hatte den Cayenne E-Hybrid, aber als Coupé, richtig? Genau. Ja, das ist ganz cool. Bilder demnächst auf dem Instagram-Account von Porsche Mannheim und natürlich hier beim Björn. Da sind schon ein paar Bilder und es sind wieder richtig geile geworden. Vielen Dank. Ja. Also ganz wichtig, Björn unbedingt abonnieren auf Instagram. Der macht wesentlich geilere Bilder als ich und es ist schon echt krass, was der anstellt. Ja, und Hybrid, was sagst du? Ja, genial. Schiebt gut an von unten, schön leise. Schon ein sehr großer Vorteil. Das ist schon echt krass. Angenehmes Fahren. Also das ist ein sehr witziges Fahren. Ich bin natürlich absolut Panamera-Fan. Ich habe es in dem Video, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Was sagst du so zum Panamera generell? Ja, genial. Finde ich mega. Sieht gut aus. Fährt sich super. Ist halt Top-Auto. Sieht halt echt krass gut aus, dieses Teil. Also für Limousine ist natürlich schon eine spezielle Limousine. Ne? Also typische Limousine ist es nicht, aber Ist halt eine Sportlimousine. ja. Man sitzt schön tief und es ist halt gerade bei dem Panamera extrem gut, dass er leise ist. Ne? Was ich halt besonders cool finde, so am Panamera, ich finde es irgendwie, es kommt ein bisschen besonders vor. Ja. Also das ist ja auch, sieht man nicht so häufig wie eine S-Klasse zum Beispiel. Ja, also das ist es wirklich. Die so anderen vergleichbaren Luxusklasse-Limousinen sieht man am laufenden Band im Prinzip im Gegensatz zum Panamera. Das ist schon echt cool. Ja, mit meinem Modellautokram ist der Kofferraum jetzt auch komplett voll. Aber ich finde, da passt ganz gut was rein. Ja, also hier dicken Karton mit Modellautos, da dicken Karton mit Modellautos, hier Taschen, da Taschen, da Taschen. Björn hier mit seinem Stativ, das jetzt nochmal zum Einsatz kommt. Also Panamera, so geil das Teil einfach. Und ich würde natürlich Sport Turismo nehmen. Lasst doch mal unten in den Kommentaren verlauten, was ihr so meint. Sport Turismo, die Kombi-Variante oder doch ganz klassisch die Coupé-Variante in Anführungszeichen. Und dann wollen wir mal gucken, morgen geht es nach Stuttgart. Wollen wir mal schauen, ob wir die Effizienz vom Cayenne GTS schlagen. Ich bin mir sicher, dass das der Fall sein wird. Die Frage ist nur, bei wie viel das denn am Ende sein soll. Ich hoffe mal, dass wir doch deutlich unter 8 Liter Verbrauch kommen. Ja, damit guten Morgen. Auf dem Weg nach Stuttgart, gerade losgefahren. Wird jetzt wirklich mal spannend. Das erste Mal, dass ich wirklich Hybrid richtig auf der Autobahn austesten kann. Akku ist zu 2/3 geladen und wir haben noch 37 Kilometer Reichweite, rein elektrisch. Das Navi habe ich aufs Porsche Museum gestellt und der Hybrid-Modus ist im Auto. Und damit müsste er, wenn ich mich richtig erinnere und das richtig verstanden habe, auch selbst mit den Navi-Daten die Hybrid-Funktion benutzen. Also ob wir rein elektrisch fahren oder ob wir mit Verbrenner fahren, damit er die Batterie so effizient wie möglich aufbraucht. Die ersten Kilometer fahren wir jetzt natürlich absolut elektrisch. Und ich bin mal gespannt, wann er gleich den Verbrenner anhaut. Wir sind auch schon gleich auf der Autobahn, also das ist jetzt wirklich wenig Stadtverkehr. Jetzt ist der Motor an, bei 60 km/h angesprungen. Und er wird wahrscheinlich jetzt auch für den Rest anbleiben. Ja, das ist natürlich jetzt eine recht entspannte Sache, hier zu cruisen mit dem Radar, Abstandshalter, Spurhalter, Assistent und allem drum und dran. Da braucht man wirklich nicht mehr viel machen. Gestern haben wir noch mal das Matrix LED-Licht ausprobiert mit dem Pedal S Plus. Das ist schon echt cool. Also die Autos einzeln ausblendet, das hat schon wirklich was. Und da war ich echt überrascht, wie gut es doch einfach funktioniert. Es ist fast fehlerfrei. Da muss schon echt ein Auto ganz komisch rausfahren um die Kurve, dass er das nicht perfekt erkennt und dann erst eine Millisekunde später ihn ausblendet. Ja, und ich wurde nicht ein einziges Mal von Gegenverkehr angeblendet, also dass jemand aufgeblendet hätte, dass ich ihn anblende im Prinzip, mich darauf aufmerksam zu machen. Also wirklich wunderbar. Und
zack, da kuppelt er aus im Segelmodus, beziehungsweise jetzt voll elektrischen Modus, um hier abzubremsen. Wir gehen raus, er boostet kurz, ne? Einmal voll E-Power und dann ist der Verbrenner wieder an. Und jetzt hier voll elektrisch bei 100 km/h. Witzig beim Hybrid, man startet halt mit dem Nullverbrauch und erst auf der Autobahn geht der Verbrenner halt an und dann steigt der Verbrauch so ein bisschen langsam hoch. Ganz anders als wie beim reinen Verbrenner, wo man gleich so mit 15, 20 Litern anfängt und dann auf der Autobahn sinkt der Verbrauch. Hier ist es natürlich genau umgedreht. Es ist so gut mit den ganzen Assistenzsystemen. Ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, einfach alle Assistenzsysteme rein. Ist eigentlich egal bei welchem Porsche, einfach rein. Der 981 Boxer GTS aus dem letzten Video, der war ja mega geil. Aber für mich zum Beispiel für Daily Gebrauch, der hatte keinen Totwinkelassistent. Das ist bei einem Cabriolet gerade so ein Must-Have. Und ja, der hatte das leider nicht. Da muss man schon wirklich... Also ich habe da doch 3-4 Mal mehr geguckt im toten Winkel als sonst. Ja, natürlich Baustelle. Das ist jetzt ganz spannend. Bin ich mal gespannt, bei welchen Geschwindigkeit er noch voll elektrisch fährt. Wir rollen natürlich jetzt ganz easy rein. 80 ist erlaubt, geht ein bisschen bergauf, Verbrenner ist noch an. So, es geht bergab. Jetzt ist auf der Geschwindigkeit eingestellt 84, alle Assistenten an. Und jetzt sind wir im E-Modus. Ist schon krass, wie schnell der hin und her wechselt. Man merkt es auch wirklich gar nicht, wenn der Motor anspringt oder so. Also als Fahrer natürlich klar, aber gestern der Björn hat es tatsächlich zweimal nicht mitbekommen, als der Motor angesprungen war. Der dachte, der Motor lief die ganze Zeit nicht und war halt zweimal angesprungen. Das ist schon echt krass. Beim ersten Mal ist es ein bisschen lauter, wenn er angeht. Aber ich glaube, wenn der Motor dann richtig warm ist, dann ist das halt wirklich einfach nur so die Nadel, ne? Mega entspannt, ist einfach genial. Verbrauch sind wir bei 7,6, also unter den 8 Litern, wie ich es mir erhofft habe. Aber wir haben noch kein unbegrenztes Stück. Und wenn unbegrenzt kommt, dann machen wir auch einmal hier Sport Response Button, mein Lieblingsknöpple. Und ja, ballern einmal kurz. Was hier noch ganz spannend ist, jetzt den ganzen Weg, wir haben gar keine Reichweite eingebüßt. Tank sagt immer noch 331 Kilometer Reichweite, Batterie sagt 33 Kilometer Reichweite. Also das ist nicht mal insgesamt 10 Kilometer Reichweite eingebüßt und wir sind 36 Kilometer gefahren. Und da ist der unbegrenzte Bereich gerade noch in der Baustelle und auch zwischendrin so 100 km/h fährt er problemlos, einfach voll elektrisch, Verbrauch 7 Liter und jetzt heißt aber nicht E-Power, sondern auch nicht Hybrid, sondern jetzt heißt Sportmodus, Sport Response Knopf und Abflug. What the fuck? Zack, da steht schon die 200 drauf. Krass. Irre ist der schnell. Ist der krass schnell. Heftig. Hier, 190. Da war ein richtigen Kick nach hinten rein. Oh. Übel. Ist es ein schnelles Auto. Aber trotzdem wie ein Brennbad 32. Und das liebe ich am Panamera. Es fährt sich wie ein Sportwagen bei den Geschwindigkeiten. Da kann kein SUV mithalten, auch wenn der Cayenne das so gut macht. Aber Panamera ist halt einfach das Autobahnmonster und das ist einfach nur so geil, wie das Ding hier marschiert. Und wie ein Brett sitzt. Verbrauch einfach mal gerade auf 9,1 hoch. Dieser 2,9 Liter Twin Turbo V6, der kann auch richtig den Sprit rausknallen. Aber ja, jetzt kommt gleich wieder eine Baustelle. Das heißt, wir rollen jetzt und rollen und rollen. Das bringt schon Spaß. Panamera ist einfach so genial.
aber man regeneriert halt die ganze Zeit beim Bremsen. Das ist halt das Geniale. Also hier von 150 auf 100 regenerieren wir jetzt runter. Man sieht es sogar, wie sich hier unten im Display die Anzeige voll lädt. So gut regeneriert dieses Auto. Ich habe jetzt noch 59 Kilometer vor mir, also haben wir jetzt die Hälfte nach Stuttgart geschafft. Ist noch ein bisschen unbegrenzt mit drin, da werde ich auch fix sein und ganz realistisch fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder und da wollen wir mal schauen, was am Ende hier tatsächlich draufsteht. Und da sind wir angekommen und ja, Verbrauch, ich wollte unter 8 Liter sehen, das hat jetzt nicht ganz geklappt, weil wir sind exakt bei 8 Liter Verbrauch hier auf dem Weg nach Stuttgart und ja, also es ist doch gar nicht schlecht, oder? Also das sind einfach mal schlappe 2 Liter weniger als mit dem Cayenne GTS. Und mit dem Cayenne GTS sind wir höchstens mal so 160, 170 gefahren. Hier waren jetzt nochmal ganz andere Geschwindigkeiten. Klar, hier auf dem Weg nach Stuttgart über Sinsheim, wer die Strecke kennt, da ist wirklich extrem viel Baustelle, extrem viel Geschwindigkeitsbeschränkung. Aber ja gut, Durchschnittsgeschwindigkeit von 92 km/h ist halt trotzdem 92 km/h. Und wen es interessiert hier, der Verbrauch, der rein elektrische, der ist jetzt fortlaufend, also seit gestern 21,2 Kilowattstunden. Also ja, den muss man natürlich auch mitrechnen. Und wen das auch interessiert, ich habe ja auf der E-Mobility-App auch meine Ladevorgänge. Also die kann ich euch auch gerne mal zeigen, wie viel das so kostet, den Panamera hier vollzuladen. Das ist natürlich wirklich nicht viel, ne? Also wir haben da 2,45 € gestern im Lindenhof, dann in Lorsch 2,95 € und gestern Morgen nochmal im Lindenhof 1,26 €. Ja, das ist wirklich nicht viel Geld, das sind da 7 €. Passt natürlich auch nicht viel rein in die Batterie, ne? 17, irgendwas Kilowattstunden, lädt mit maximal 7 Kilowattstunden, also der braucht auch dann seine 3 Stunden, um voll zu werden. Aber ja, hat halt hier einfach mal die 2 Liter vom Verbrauch runtergenommen. Jetzt kann man das natürlich ausrechnen, wie wo was günstiger ist. Wundert mich jetzt aber nicht, dass Porsche die Diesels eingestellt hat, weil der Verbrauch ist ja im Prinzip wie bei einem Panamera 4S Diesel. Das ist halt echt schon ordentlich und es ist halt schon cool, einfach in der Stadt komplett elektrisch unterwegs zu sein. Keinerlei Geräusche, super komfortabel. Ja, also das hat sich wirklich gelohnt, das hier nochmal auszuprobieren. Aber jetzt früher mit den Diesels in der Luxusklasse, dann wären das auch locker 8, 10 Liter, gar kein Thema gewesen. Leute, die solche Autos früher gefahren sind, können das bestimmt bestätigen. Und jetzt hier mit einem Benziner 8 Liter hinzulegen, das ist halt schon echt. Ich finde es stark und ja, noch Verbrauchseimer geht es dann halt wirklich nur noch mit einem reinen Elektroauto. So, und jetzt werde ich mal ins Porsche Museum gehen. Ich muss ein paar Modelle für meine Leute kaufen. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Dann fahren wir noch ein bisschen rum und dann besuchen wir den Tobias und dann zeige ich euch mal, was der so an personalisierten Modellautos auf Lager hat. Ja, und da sind wir beim Tobias. Ihr kennt ihn schon aus ein paar anderen Videos. Beim GT4 auf dem Hockenheimring, das war seiner. Mega krasses Auto. Ist mir sogar ein bisschen schlecht geworden. Das erste Mal, dass mir in einem Auto schlecht geworden ist beim Film. Und ja, jetzt hier, Tobias ist eigentlich im Management bei einem Automobilzulieferer hier. Aber Passion ist eindeutig für Modellautos das, was uns beide so ein bisschen verbindet und ja auch meinen Kanal sehr prägt und Instagram-Account sehr prägt. Und bei ihm ist das genauso, Exclusive Porsche Models. Und ja, du baust Modelle um und das schon seit 2008. Seit 2008 ist es auch gewerblich angemeldet, ja. Schon krass, also schon seit der Schulzeit. Genau, ja. Heftig. Zum Ende der Schulzeit sozusagen, ja. Guti, was hast du für uns rausgesucht? Genau, wir haben hier einen GT3 RS, Maßstab 1:12, beziehungsweise eigentlich 2 Stück davon.
Im Prinzip mal ein Vorher-Nachher-Vergleich. Das heißt, der Lizard-Grüne, so sah das Ganze mal aus und hier nachher nach dem Umbau. Noch nicht 100% fertiggestellt, fehlt noch ein bisschen Finish. Man kann schon die Unterschiede erkennen. PTS, BMW, San Marino Blau. Und abgesehen davon auch die ganzen Anpassungen, wie zum Beispiel Keramikbremse gegenüber der Stahlbremse, wie es original war, andere Felgenfarbe und dann auch die Details im Innenraum. Das ist auch so mit das Extremste, was du so machst. So 1,12 ist schon... Genau, gibt noch eine Steigerung 1:8 dann, aber im Regelfall von der Größe 1:12 ist das, was dann am meisten Details dann auch mit sich bringt. Ja, ist schon krass. Ja, GT3 RS in BMW-Farbe. Fahrzeug existiert so in echt? Genau, existiert in echt. Soweit ich weiß, gibt es mittlerweile 4 oder 5 Fahrzeuge in der Farbe. Ach krass, doch so viele. Angefangen mit einem GT3 in den USA. Das war das erste Fahrzeug in der Farbe, wo es freigegeben wurde von Porsche. Das müsste das zweite oder das dritte Fahrzeug in der Farbe gewesen sein und ist für einen Kunde in Luxemburg so umgebaut. Wie viele Modelle baust du im Jahr so um? Unterschiedlich natürlich, aber dieses Jahr werden es so um die 50 Modelle tatsächlich sein. Ja. Was hast du? Ja. Also Tobi und ich schreiben im Prinzip täglich bei WhatsApp, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass 50 Modelle im Jahr sind. Natürlich nicht alle in dem Umfang, sage ich jetzt mal. Nicht alles mit Komplettlackierungen. Manchmal sind es auch eher nur kleinere Anpassungen, wenn das Basismodell schon zum Beispiel Lizardgrün ist und man nur die Felgen anpassen müsste. Aber insgesamt sage ich mal so um die 50 Modelle. Ja, also wer seinen Porsche schon mal immer als wirklich 1:1 Übertragung in egal welchem Maßstab haben möchte, ja, beim Tobias kann man das haben. Wartezeit ist aber ein bisschen länger. Du bist relativ voll, ne? Ja, genau. Also für dieses Jahr ist sowieso nichts mehr möglich, ist klar. Ich sag mal so, das erste Halbjahr 2021 wird auch schon schwierig. Also ein gutes halbes Jahr sollte man Vorlaufzeit mitbringen. Gibt aber auch eine Warteliste, wo man sich gerne draufsetzen lassen kann. Und dann ist auch unterschiedlich, was die Spezifikation ist. Wenn zum Beispiel jemand eben gerade jetzt nochmal ein Fahrzeug in exakt derselben Farbe hätte, wo es eben reinpasst, dann kann man auch mal was vor- oder dazwischen schieben. Ja, also wer Interesse daran hat, einfach auf Instagram Exclusive Porsche Models oder googeln Exclusive Porsche Models, kriegt man auch die ganzen Kontaktdaten, E-Mail und so. Und dann kann man den Tobias mal anfragen, was er für einen tun kann, weil ich bekomme echt eine Menge Nachrichten gerade auf Instagram, hauptsächlich aus, ja, teilweise aus der ganzen Welt, wo man denn sein Auto als Modell herhaben kann, weil bei Porsche ist es natürlich so, ja, das sind eigentlich immer nur die Standardausstattungen, die es gibt. Genau, und ja. So ein GT3 RS ist natürlich kein Standardfahrzeug mehr. Also nicht unbedingt, nee. Das ist ja auch genau der Markt dann dafür im Prinzip. Genau. Ja. Das heißt gerne, wenn es da Interesse gibt, über Michael oder direkt bei mir melden und dann am besten ein paar Bilder vom Fahrzeug durchschicken, von außen, von innen, dass man sich einen groben Eindruck machen kann und dann können wir schauen, welcher Maßstab und was ist möglich. Alles klar. Ja, hab ganz vielen Dank, dass ich heute Abend noch fix bei dir vorbeischauen konnte. Gerne, ja. Ich werde mich jetzt gleich wieder in meinen Panamera setzen. Wir sind in der Zwischenzeit nur bei 7 Liter Durchschnittsverbrauch. Ich bin freudig am Laden, jetzt gerade nebenbei auch schon wieder. Und dann sehen wir uns morgen wieder, weil am Porsche Zentrum, da steht noch ein neuer Taycan in einer ganz neuen Farbe und den muss ich euch unbedingt nochmal zeigen. So, guten Morgen, da sind wir zurück am Porsche Zentrum und bevor ich euch gleich den Taycan zeige, ziehen wir jetzt mal fix Bilanz, Effizienzbilanz hier mit dem. Gestern mit 7 Liter Verbrauch losgefahren in Stuttgart und ich habe es noch fix abfotografiert, bevor ich müde ins Bett gefallen bin. Das war gestern der ganze Tag, 337,8 Kilometer, 5 Stunden 39, 7,1 Liter Verbrauch. Und jetzt insgesamt die Tage mit dem Panamera, da haben wir es, 7,3 Liter Verbrauch, 533,6 Kilometer. Also schon eine ganz schöne Distanz und ja, das ist schon ein krasser Verbrauch. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Ich dachte, wir kommen so bei 8,5 Liter raus. Besonders wenn man ja so Bilderaufnahmen macht, da fährt man andauernd wieder hin und her. Das zieht natürlich auch einen Verbrauch und eine Batterie auch schnell leer. Ja, aber schon heftig, oder? Hättet ihr es gedacht, so niedrig zu kommen? Kostentechnisch, ich habe das Auto einmal für 40 € betankt, bringe den tatsächlich auf
20 Kilometer genau mit Restreichweite wieder hier zurück. Hab den mit 130 irgendwas hier abgeholt und habe jetzt 152 Kilometer noch drinne. Das heißt, es passt relativ gut, ist natürlich jetzt aber nicht perfekt gemessen. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie häufig ich geladen habe. Gestern, während ich beim Tobias war, geladen 3,74 €, davor 3,13 €, 2,45 €, 2,95 € und dann hier nochmal 1,26 €. Also insgesamt haben wir hier für 13 € geladen. Also insgesamt für 530 Kilometer ungefähr 53 € ja, Spritkosten. Das sind wir ungefähr bei 10 € pro 100 Kilometer. Für einen Porsche nicht schlecht. Also ich glaube, viel günstiger ist Porsche fahren nicht möglich, außer man fährt Taycan. Das Vollladen ist natürlich jetzt hier relativ teuer mit 5 € eine Ladung. Aber gut, das ist nicht dafür gemacht, dass man das jetzt an den Stationen lädt, wo das 39 Cent pro Kilowattstunde kostet. Das ist natürlich gemacht, dass man zu Hause lädt. Das ist wesentlich günstiger. Also das ist schon echter Hammer. 7,3 Liter, Leute. Das ist krass und absolut Komfort-Cruiser. 560 PS, super schnell wie sonst was. Auch gestern auf der Rückfahrt von Stuttgart, da bin ich über Karlsruhe gefahren, die Strecke. Da ist ja auch ein bisschen mehr unbegrenzt, auch problemlos 2,30, ganz easy. So, und jetzt gehen wir mal rein und dann zeige ich euch den Taycan. Und ja, den Schlüssel muss ich jetzt leider wieder abgeben und Panamera hat natürlich wieder bewiesen, wow, ist genau mein Auto, ich finde es so geil. Ja Leute, und den wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen, weil das ist eine ganz neue Sonderfarbe, nennt sich jetzt Neptunblau, kann man jetzt auch im Konfigurator anklicken. Finde ich, sieht richtig cool aus, ein Unilack und natürlich gerade auf dem Taycan macht das natürlich echt was her. Cooles Fahrzeug, jetzt hier in der Ausstellung im Porsche Zentrum Mannheim und natürlich immer noch in der Ausstellung, was man sich unbedingt anschauen muss, der 935, wirklich ein krasses Ding, alter schon, ja. Das ist eine Sache, kommt vorbei, guckt euch den an, 77 Stück weltweit, hier im komplett Carbon, nackt kann man meinen. Da kommt natürlich bestimmt eine Folie drüber von dem Besitzer, wer den auch immer hat, ein sehr glücklicher Mensch. Ja, krasses Ding, komplett Carbon, die Räder heftig, die Bremsanlage dahinter natürlich komplett, alles für die Rennstrecke ausgelegt. Ja, da geht's schon richtig mit zur Sache. Was ich beim 935 besonders witzig finde, der PDK-Schalter ist noch in Holz, sieht richtig cool aus. Und eine riesengroße Theke hinten drauf. Und das Heck sieht natürlich auch mega krass aus. Ist natürlich eine Hommage an den alten Moby Dick, den 935. Auch die Abgasanlage hier sieht dementsprechend aus. Ja, und das war's bis hierhin zu diesem Video. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alla, ciao.